Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Das wird heute ein etwas verwackeltes Vorwort. Ja, bin gerade mit Vito unterwegs im verschneiten Wald. Pünktlich zu Weihnachten hat Frau Holle hier bei uns ihre Kiesen ausgeschüttelt. Wunderschön. Ja, außerdem passt diese winterliche Landschaft zum heutigen Video. Doch bevor wir damit loslegen, eine kurze Erklärung zu den letzten Videos. Einige meiner Abonnenten haben sich sicher gewundert, weshalb ich jetzt nach etwas über 2 Jahren Dog Special einen Trailer bringe. Der war eigentlich nicht für Sie bestimmt. Ich habe da einen Fehler gemacht, ließ das Ganze aber so stehen. Dieser Kanal-Trailer sollte eigentlich nicht gelistet sein in meinen Videos. Für Leute, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben, aber sehr wohl zu sehen sein. Also wenn die dann auf mein Logo drücken, dann sollte dieser Kanal-Trailer als erste Präsentation meines Kanals erscheinen. Tut er auch jetzt, doch er ist gelistet als Video. Das bedeutet, auch Sie als Abonnent meines Kanals können diesen Trailer sehen. Aber ich dachte mir, das tut nicht weh. Lass es stehen, ich habe es dann nicht mehr verändert. Viele haben deswegen eventuell das Weihnachtsvideo verpasst, weil sie sich darauf verlassen, dass ihnen immer nur die aktuellsten Videos auf meinem Kanal angezeigt werden. Na, der Trailer war nicht das aktuellste Video. Nun, er war das aktuellste Video. Allerdings erschien er am selben Tag wie das wirklich aktuellste Video meines Kanals, nämlich das Dog Special wünscht Ihnen fröhliche Weihnachten Video. Also falls Sie das noch nicht gesehen haben, würde ich mich freuen, wenn Sie das nachholen. Ja, aber nun zum heutigen Video. Also bis gleich. Nun, mit dem heutigen Video möchte ich 2 Themen zu einem verschmelzen lassen. Mit dem karelischen Bärenhund knüpfen wir an der aktuell herrschenden Wolfstyp-Phase auf Dog Special an, sehen etwas in diese wunderschöne Hunderasse hinein, um danach so fließend wie möglich an das zweite Thema anzudocken, um diesen blödsinnigen, schon fast sektenhaften Aufruf modernster Hundeversteher geht, rassespezifischen Veranlagungen weniger Augenmerk zu schenken, denn dies sei veraltet und überbewertet. Also, los geht's! Ja, also hier geht es um einen Hund, der recht kühler Umgebung entstammt. Karelien, eine Landschaft teils in Finnland, teils in Russland. Plus 3 Grad jährliche Durchschnittstemperatur herrschen dort. Man kann also davon ausgehen, dass ein Hund dieser Umgebung, welcher für die Jagd erschaffen wurde, gut isolierende Fellbeschaffenheit vorweist. Und das tut die schwarz-weiße Schönheit auch. Ja. Der karelische Bärenhund wurde für die Jagd auf den Bären, aber auch Elch, Wildschwein, Luchs und den Wolf gezüchtet und stammt von den russischen Laikas ab. 1930 wurde er gezielt als eigenständige Hunderasse gezüchtet und 1946 als finnische Rasse vom FCI anerkannt. Bei der Jagd geht er ähnlich vor wie die Elchhunde. Er nimmt die Spur der Beute auf, verfolgt sie, holt sie ein und bindet sie, so lange bis der Jäger aufgeschlossen hat und zu Werke geht. Ja. Die Bärenhunde jagen zumeist in Teams, selten alleine. Dabei geht ihre Taktik des Bindens nicht nur bei Elch und Wildschwein auf. Auch der Bär spielt damit. Ja. Und der Luchs wird zum Aufbäumen gebracht. Beim Wolf, da sieht die Sache allerdings anders aus. Auch ein einzelner Wolf ist von mehreren Bärenhunden kaum zu binden und
Mehrere Wölfe wären der sichere Tod der Hunde. Hier wird entweder nur vergrämend gearbeitet oder versucht, Wölfe in Richtung von Jägern zu treiben. In beiden Fällen sind die Bärenhunde mit Glöckchen für psychologische Kriegsführung ausgerüstet. In einigen Staaten der USA kommt der karelische Bärenhund einzig und alleine als Bärenvergrämer zum Einsatz. Ich möchte das so erklären. Ja. In Gegenden, wo Bären zum Problem werden, aber nicht geschossen werden sollen, dort werden diese Tiere, also die Bären, in Käfigen gefangen und in die Wildnis gebracht. Dort werden sie dann freigelassen. Ja. Nachdem die Bären dort den Käfig verlassen haben, kommen die karelischen Bärenhunde zum Einsatz. Mit laut läutenden Glöckchen ausgerüstet und speziell darauf trainiert, machen die Hunde den Bären dann anständig Feuer unterm Hintern, ja, ohne ihn tatsächlich anzugreifen. Ne. Sie versetzen ihn in Panik und jagen ihn über alle Berge. Nach gewisser Strecke brechen sie ab und kehren zu ihren Besitzern zurück. Diese Taktik versetzt den Bären derartigen Schrecken, dass er im Normalfall die Menschensiedlungen für lange Zeit dann meidet. Ja, so gehen die das an in der USA. Ich glaube, in Washington, Nevada wird das so veranstaltet mit karelischen Bärenhunden. Da gibt es eigene Einrichtungen, welche diese Jagdhunde genau auf diese Taktik trainieren. Zwischen 50 und 60 cm Schulterhöhe erreicht dieser Hund und wird zwischen 17 bis 28 Kilo schwer. Ein mittelgroßer Jäger also, mit dichtem Fell, Stehohr und Ringelrute. Ein sehr schöner Hund ist das. Ja. Den nordischen wolfsähnlichen Hunden zuzuordnen. Bei der Charakterbeschreibung dieses Hundes sind sich die Züchter nicht immer ganz einig. So sagen die einen, er wäre ein gegenüber Artgenossen sehr rauflustiger und schwierig zu erziehender Hund, während die anderen meinen, er hätte selten Probleme mit anderen Hunden und wäre sehr gut erziehbar. Ja, natürlich eine individuelle Geschichte, ganz klar, und auch eine Hundehaltersache, ebenfalls klar. Doch eines garantiere ich Ihnen, die Basisgenetik dieses Hundes ruft: Gib mir eine Beute oder eine Alternative dazu. Ganz sicher. Schauen Sie, beim Erschaffen dieses Hundes wurde der Fokus auf Beutetrieb, Lauffreudigkeit, Zähigkeit, Tollkühnheit gelegt. Ist nun mal so. Ne? Natürlich ist das nicht nur ein exzellenter Jäger. Es ist gut gehalten auch ein toller Familienhund, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Klare Sache. Doch liebäugeln Sie nicht mit einem karelischen Bärenhund, wenn Sie der Überzeugung sind, spezifische Veranlagungen gibt es nicht, weil das, sagt der Facebook-Hundeexperte, der so viele Follower hat. Denn dabei sage ich Ihnen böses Erwachen voraus. Ja. Womit wir gleich zum nächsten Thema übergehen. Schauen Sie. Natürlich habe ich als Hundebesitzer täglich praktisch mit der Kynologie zu tun, so wie Sie das als Hundebesitzer natürlich auch tun. Doch nebenbei bin ich, wie Sie wissen, Betreiber eines Hundekanals auf YouTube und versuche 2 Videos wöchentlich zu präsentieren. Und diese beiden Videos sind nicht einfach so aus dem Ärmel rausgeschüttelt. Das bedeutet, ich befasse mich mittels Recherchen auch theoretisch mit der Kynologie und das 7 Tage die Woche. Ist nun mal so, denn sonst funktioniert es nicht. Und genau dabei stoße ich immer wieder auf andere Beiträge über Hunde, ganz klar. Jeder soll sein Ding machen und ich wünsche wirklich jedem Einzelnen, der tolle Sachen über Hunde verbreitet, höchste Reichweite. Das meine ich ganz ehrlich. Denn das kann nur gut sein für unsere Kaltnasenschnäuzler, ganz klar. Ja. Doch, ich nehme mir heraus, meine Zuseher vor dieser Gesellschaft zu warnen, die ihnen unter dem Deckmantel moderne Sicht auf die Hundehaltung erklärt, dass rassespezifische Veranlagungen bei Hunden ein Mythos seien. Liebe Zuseher, ich könnte Ihnen jetzt
2 Stunden lang die Ohren voll quatschen, weshalb das kein Mythos ist. Das könnte ich, ja. Aber ich versuche mich so kurz wie möglich zu halten. Ja. Passen Sie auf. Es sind die Cattle Dogs, die mit schwachen, kaum mehr gehfähigen Menschen unterwegs sind, die leiden. Es sind die Border Collies, die mit 7 anderen Hunden dazu verdonnert werden, gemeinsam an Leinen brav neben dem Dogsitter herzugehen. Die leiden. Die Fila Brasileiros, die schwer depressiv werden, weil sie täglich 9 Stunden alleine zu Hause gelassen darauf warten, dass ihr Besitzer nach Hause kommt. Die Dobermänner sind es, die permanent abgestellt werden, weil ihr Melden nervt, welche leiden. Die Terrier, die ständig runtergefahren werden, weil ihre rassetypischen Energieausbrüche nach moderner Sicht auf die Hundehaltung nicht mit rechten Dingen zugehen. Der erwachsene deutsche Schäferhund Rüde, welcher die Welt nicht mehr versteht, weil sämtlich kantiges Wesen an ihm als in der Moderne nicht akzeptable Abnormalität betrachtet wird. Unterm Strich und grob erklärt, sagen die Ihnen nichts anderes als Vererbungsgenetik wird überbewertet, rassespezifische Veranlagungen sind weit weniger wichtig als früher behauptet wurde. Bei den meisten Hunden ist die ursprüngliche Verwendungszweck oder der ursprüngliche Verwendungszweck charakterlich sowieso schon ausgelöscht. Grob erklärt sagen Ihnen die nichts anderes als das, die spinnen, denn das ist falsch. Ja, klar wird der Jagdterrier-Welpe aus Arbeitslinien im Erwachsenenalter höchstwahrscheinlich mehr Trieb zeigen als der Jagdterrier-Welpe aus Showline. Doch der tollkühne, feurige Jäger ist auch bei Zweiten nicht ausgelöscht, ganz sicher nicht. Ja. Sie wissen, zu Weihnachten sollen angeblich ja die Tiere sprechen können. Ja. Wenn Sie also im Besitz eines Jagdterriers sind, der sich permanent gut benehmen muss und ständig gemaßregelt wird, dann fragen Sie ihn mal zu Weihnachten, was er sich wünschen würde. Ich kann Ihnen gleich sagen, was er Ihnen antwortet. Ja. Und zwar würde er Ihnen antworten, ich würde gern mal ganz meiner Rasse typisch die Sau rauslassen, durch den Dreck fetzen, einen Hasen nachjagen, mit anderen Hunden streiten, die Nachbarskatze zum Aufbäumen bringen. Das würde ich gern mal tun. Und genau das würde Ihnen Ihr Jagdterrier zu Weihnachten sagen, könnte er sprechen. Ganz sicher. Liebe Zuseher, viele Hunderassen wurden hunderte Jahre lang anatomisch und charakterlich in ganz bestimmte Richtung geformt und jüngere Rassen stammen genau von solchen Hunden ab. Ich bitte Sie, diesen Theorien, die so viele Hunde regelrecht aus der Bahn werfen, keinen Glauben zu schenken. Ich bitte Sie darum, ja, lesen Sie sich in die Rasse Ihres Interesses gut ein, ja, denn für jeden ist da was da. Alle haben sie ihre natürliche Neigung, die kontrolliert ausgelebt, zu ihnen gehört. Das ist Fakt. Viele Rassen passen zu ihnen. Viele tun das nicht. Ja. Holen Sie sich keinen körperlich und charakterlich starken Hund, wenn Sie selbst ein sehr schwacher Mensch sind. Das ist nur ein Tipp von mir. Keinen Hütehund oder Hetzjäger, wenn Sie ein bewegungstechnisch sehr eingeschränkter Mensch sind. Keinen Terrier, wenn Sie absolute Ruhe bevorzugen. Keinen typischen Wachhund, wenn Sie lärmsensible Nachbarn haben. Warum sollten Sie sich einen Hund anschaffen, bei welchem Sie Zeit seines Lebens gegen seine vererbten Neigungen ankämpfen? Das frage ich Sie. Ja. Weil die moderne Sicht der Hundehaltung sagt, das wird nicht geschehen, weil spezifische Veranlagungen beim Hund eine veraltete Ansicht darstellen. Ja, da täuschen Sie sich mal nicht. Mein Tipp ist, überlegen Sie zuerst ganz genau, ob Sie den rassetypischen Veranlagungen Ihrer Lieblingsrasse gerecht werden können. Versuchen Sie nicht, die Rasse, die eigentlich nicht in Ihr Leben passt,
umzudrehen. Versuchen Sie das nicht. Ja? Weder Sie noch Ihr Hund wird sich in Zukunft darüber freuen. So viel dazu. Liebe Zuseher, ich werde mich bemühen, pünktlich zum 31. Dezember noch ein Abschlussvideo zu bringen. Und ich gehe davon aus, dass mir das gelingen wird. Aber schauen wir mal. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war es schon wieder.